Heute bei den Late Night News rief ein betrunkener Mann in Oldenburg die Polizei an, da er mit dem Auto auf einer matschigen Wiese stecken geblieben war. Als die Polizei ihn dann vor Ort bat, das Auto zu verlassen, weigerte sich der Mann. Wie sich herausstellte, hatte der Mann das Auto geklaut und wollte deswegen jetzt nicht verhaftet werden. Die Polizei sollte ihn einfach nur abschleppen. Was die Polizei letztlich auch machte, nur dass sie ihn direkt zum Haftrichter abschleppten. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Jerusalem mit den aktuellen Late Night News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Streletz. Und selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von einzigartigen Late Night News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie das Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten aus der Heimat und schauen nach Berlin. Bei einigen ist diese kleine Nachrichtensendung schon sehr beliebt. Sei es auf unzähligen Komastationen in der Republik, wo man so hofft, dass die Koma-Patienten quasi gezwungen werden aufzuwachen, um diese sympathische Nachrichtensendung abzuschalten, bevor man ihre lebenserhaltenden Geräte abschaltet. Oder die News werden in den geheimen Folterkammern der CIA genutzt, aber auch nur, weil sie nicht ständig von nervender YouTube-Werbung unterbrochen werden. YouTube-Werbeunterbrechungen sollten unbedingt auf die Liste der Genfer Konvention kommen. Oder meine News dienen angehenden Dieben als Infotainment. Wie auch scheinbar einem Dieb in Berlin-Charlottenburg, dem das Knacken eines Tresors zu anstrengend war und dementsprechend nur ein großes Loch in den Tresor bohrte, um dann mit Hilfe eines Kerchersaugers das Geld hinauszusaugen. Die Polizei hat eine 5.000 € Belohnung für die Ergreifung des Mannes ausgeschrieben. Kercher sogar 10.000 €, aber nur um ihn als neues Testimonial präsentieren zu können für eine neue Reihe von Kerchersaugern. Währenddessen in Würzburg. Wenn ich eine Sendung im Fernsehen machen könnte, dann eine Sendung über die schlimmsten Hotelzimmer Deutschlands. Einmal war ich in Frankfurt in einem Hotel untergebracht, da stand mitten im Raum die Dusche. Ohne Seitenbegrenzungen, die das Wasser hätte abhalten können. Oder in Leipzig hatte ich mal ein Zimmer mit so dünnen Wänden, dass ich von meinem Bett aus den Fernseher vom Nachbarn sehen konnte, was mir immerhin die Gebühren fürs Fernsehen sparte. Leider kannte ich nur schon alle Pornos, die der sich angeguckt hatte. Ähnlich erging es scheinbar auch einem 49-Jährigen, der betrunken ein Zimmer suchte. Und das nicht in einem Hotel, sondern in einer Polizeiwache. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann sogar 2 Haftbefehle vorlagen und so gaben sie ihm sehr gerne ein Zimmer, das er für die nächsten 150 Tage sogar nicht bezahlen musste. Hoffentlich sind dann andere Pornos zu empfangen als in Leipzig. Derweil in Zürich. Wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann wie man perfekt Koffer packt. Aber auch nur dank meiner Tante Erna, deren Fähigkeit Koffer zu packen einst von Alexei Leonidowitsch Pachitno 1984 adaptiert wurde. Alexei Leonidowitsch Pachitno war bekanntlich der Mann, der Tetris erfand. Oder wie es in Russland damals noch hieß, Tetris Erna. Denn Kofferpacken ist nichts anderes als Tetris. Dafür stellt man sich auf einen Stuhl und lässt von oben die Dinge in den Koffer fallen. Und wenn eine Reihe komplett voll ist, dann darf man sich freuen wie ein Russe über ein Supermarktregal 1984, in dem mehr als 2 Artikel standen. Hätte sich nur eine 73-Jährige am Flughafen in Zürich ein Beispiel an Tetris genommen, der Zoll hätte bei ihr nicht 4 Kilo Kokain in ihrem Koffer gefunden. Dabei stellte sich heraus, dass die 73-Jährige der Kopf einer kolumbianischen Drogenbande war mit dem Spitznamen Oma Escobar. Unterdessen in Changsha. Ein hier nicht näher genannter Freund von mir, der zufällig der Star der letzten Fast and Furious Teile war und sogar eine eigene Serie als junger Stein hat mich vor langer Zeit mal in Los Angeles zum Essen eingeladen. Und während ich ein
wirklich großes Steak hatte, war das gegen seine Portion wie eine Kinderportion. Als er dann die fast vierstellige Rechnung bekam, lächelte er nur und meinte, das war gerade zu billig für einen Snack zwischendurch. Und The Rock wäre beeindruckt über das Essverhalten eines Gastes in Changsha gewesen, der nach dem 20. Besuch eines 10 € All-You-Can-Eat-Buffets vom Besitzer mit dem Hausverbot belegt wurde, da es der Gast jedes Mal geschafft hatte, das komplette Buffet zu essen. Allerdings hätte ich den Gast, den berühmten Sumo-Ringer Konishiki Yasukichi, beim Reinkommen gesehen, ich hätte das Buffet abgeräumt und den Laden sofort geschlossen und nicht erst nach dem 20. Mal. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Ferienanfang mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Ferienanfang. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen wieder zu verstopften Autobahnen kommt. Zum einen wegen der vielen Familien, die nun in den Urlaub fahren möchten, und zum anderen wegen der vielen anderen Menschen, die sich daran ergötzen, wie in den Autos nebenan beim Stau sich bessere Familiendramen abspielen als im Fernsehen. Also ein fast normaler Juli auf deutschen Autobahnen. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sind wieder am Dienstag, dann zu der letzten Ausgabe von Das Problem mit, auch wieder aus Jerusalem. Nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.